Go, go, go! Bei den schier unvorstellbaren Größenordnungen in Dune bleibt einem förmlich die Spucke weg. Und das nicht nur einmal. Wenn die vielen imposanten Bauwerke der Welt ins Bild rücken, ihre Kriegsmaschinerie, Monster und Armeen, dann ist das einfach nur atemberaubend. Das letzte Mal haben wir eine solche Bildgewalt gesehen, als Herr der Ringe vor knapp 2 Jahrzehnten über die weltweiten Kinoleinwände geflimmert ist. Ein Ereignis, das ich leider durch mein damaliges Alter von 2 Jahren nicht hautnah miterleben konnte. Ursprünglich sollte Dune laut dem Mastermind hinter dem Film eigentlich Star Wars für Erwachsene werden. Das, was jedoch Dune mit seinen vielen Bildern, seinen fiebertraumähnlichen Sequenzen und seiner Komplexität erreicht, konnte bei Star Wars jedoch kein einziges Mal realisiert werden. Nicht in den Prequels, nicht in den Sequels und auch nicht in der Originaltrilogie von George Lucas. Vielmehr erinnert mich Dune an Game of Thrones. Eine komplexe Story? Check. Intrigen? Check. Genial geschriebene Charaktere? Check. Und natürlich noch die Adelshäuser? Check. Doch wer ist jetzt eigentlich der Mann hinter Dune? Der Mann, welcher sogar Game of Thrones Battle of Bastards alt aussehen lässt. Das Gesicht hinter Dune ist natürlich niemand anderes als Denis Villeneuve, der nicht nur Bildgewalten wie Arrival geschaffen hat, sondern auch noch meinen Lieblingsfilm Blade Runner 2049. Mit diesem jenen Cyberpunk-Spektakel ist er damals auch in die renommierten Fußstapfen von Ridley Scott getreten, dem Regisseur von Blade Runner Teil 1. Dabei hat Villeneuve mit dem zweiten Teil nicht nur ein absolutes Meisterwerk auf die Leinwand gebracht, sondern auch noch den ersten Teil um Weiten getoppt. Time to die. Villeneuve ist also ein Pionier in seinem Gebiet, dem Science Fiction und dem Cyberpunk, und das merkt man in jedem einzelnen Shot von Dune. Wenn die heiße Sonne von Arrakis auf den Wüstenplaneten fällt, treibt es nicht nur uns den Schweiß auf die Stirn, sondern auch den Charakteren aus Dune. Wenn die Rotorblätter der modifizierten Helikopter zu schlagen beginnen, Geschütztürme ihr Feuer öffnen oder einfach nur Schilde angeschaltet und durchdringt werden, ist das nicht nur epochal, sondern fühlt sich auch einfach richtig an. Dune ist ein regelrechtes Gedicht für die Ohren und ein fotorealistisches Spektakel mit dazu, das einen immerzu das Gefühl gibt, dass das Dune-Universum so wirklich irgendwo da draußen existieren müsse. Doch warum ist das jetzt eigentlich so? Zum einen liegt das natürlich an Villeneuve selbst, einem riesigen Dune-Fan, der das Franchise schon immer auf die große Leinwand bringen wollte. Er hatte also Zeit, wirklich viel Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen, wie der Film aussehen und auf den Zuschauer wirken soll. Dies hat er dann schlussendlich mit einer ziemlich ausgeklügelten Technik geschafft. Der Film wurde nämlich zum einen digital gefilmt und anschließend auf 35mm Film belichtet und eingescannt. Also alles in allem eine ziemlich verrückte Herangehensweise, um einen uniken Look zu erzeugen. Allerdings trägt auch die fabelhafte Performance jedes einzelnen Schauspielers in Dune dazu bei, den Zuschauer förmlich in den Film hineinzuziehen. Vor allen Dingen die von Timothée Chalamet, der innerhalb der Welt den Sohn des Herzogs Paul Atreides spielt. Er trägt den Film wie kein anderer. Immer so gebannt hängt man an seinen Lippen, fühlt jede einzelne Emotion in seinen Gesichtszügen nach, möchte nur allzu gerne wissen, wie seine Reise weitergeht und irgendwann vielleicht auch einmal enden würde. Das letzte Puzzlestück, das dem Film jedoch sein gewisses Etwas gibt, ihn also vollkommen macht, ist die schweißtreibende Musik von Hans Zimmer, welche den Kinosaal regelrecht zum Erbeben gebracht hat. Wenn die arrhythmischen Trommelschläge aus seinem Arrangement durch die Lautsprecher zu euch hinüberdringen, wisst ihr ganz genau, dass ihr gerade etwas Großes vor der Linse habt. Etwas Großes, von dem wir mit dem ersten Teil von Dune lediglich die Anfänge miterleben dürfen.
Man merkt Hans Zimmer seinen Spaß am Arrangement von Dune regelrecht an. Viel Herzblut steckt in diesem Arrangement, für das er sogar Christopher Nolans Tenet ausgeschlagen hat, nur um die grandiose Musik zu Dune zu produzieren. Wie wir wissen, wird Dune später aus 2 Teilen bestehen, Part 1 und Part 2. Der erste Band der Romanvorlage Dune, der Wüstenplanet, wird also zweigeteilt, weswegen der erste Film uns leider Gottes auch vorerst mit einem offenen Ende verabschiedet. Mit einem Ende, das die Worte beinhaltet, dass das alles erst der Anfang gewesen sei. Villeneuves risikoreiche Entscheidung, den Film zweizuteilen, war allem in allem goldrichtig gewesen, zumal der Film dadurch trotz seinem hohen Grad an Komplexität nie überladen wirkt und man immerzu alles versteht. Durch die geniale Komposition des Filmes entsteht also auch eine Parallele zu Serien, wo uns nach jeder beendeten Folge auch nicht immer ein geschlossenes Ende erwartet. Vielmehr werden kleinere Handlungsbögen zu Ende geführt oder ein offenes Ende zusammen mit einem Cliffhanger erzeugt. So verhält es sich aber nicht nur bei dem Ende von Dune, sondern auch bei den vielen einzelnen Szenen innerhalb des Filmes. Dune bringt uns seine Charaktere oftmals mit Hilfe von kleineren Kurzgeschichten innerhalb einer Szene näher und das ist einfach nur großartig. Dadurch wird auch sehr schön über das oftmals langsame Erzähltempo von Dune hinweggetäuscht und es bleibt immer zu spannend und das ausnahmslos über den ganzen Film hinweg. Aus diesem Grund fühlt sich der Film auch nicht wie 2 Stunden 40 an, sondern eher wie 1 Stunde 30. Zu hoffen ist jetzt nur, dass Dune mit den letzten Worten, die im Film gefallen sind, recht behalten wird. Mit den Worten, dass das alles erst der Anfang gewesen sei, zumal ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Dune ist also alles in allem kein perfekter Film, aber wohl ein perfekter Part 1, ein Art Prolog, der einen perfekt in eine mysteriöse, von Intrigen, Kapitalismus und Gewalt geschwängerten Welt eintauchen lässt. Dune ist aber auf jeden Fall ein Jahrhundertereignis, das als Science-Fiction- und Game of Thrones-Fan einfach nur gesehen werden muss. Vergesst doch jetzt bitte nicht zu liken, ein Abo dazulassen, das Video weiter zu empfehlen, wenn es euch gefallen hat und mir auf Instagram zu folgen, wo ich Tobias_Flieger heiße und checkt doch auch bitte sehr gerne meinen High-Fantasy-Roman Das Wetteifern der Macht, erste Funken des Auftakts in der Videobeschreibung aus, den ich nur jedem Game of Thrones-Fan wärmstens ans Herz legen kann. Wenn ihr jedoch nicht so die Leseratten sein solltet, kann ich das vollkommen verstehen und dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine kleine Spende via PayPal dalassen, damit ich auch weiterhin so hochwertige Videos für euch produzieren und meiner großen Leidenschaft im Bücherschreiben nachgehen kann. Abschließend wünsche ich euch noch einen schönen und vielleicht auch ein bisschen entspannten Tag. Danke fürs Schauen und auf Wiedersehen.